Ja, das freut mich aber, dass du schon wieder am Stissel bist. Wir gucken uns heute schon wieder City Skylines an, nämlich Features Nummer 3 und 4. Nummer 3 ist Public and Cargo Transportation, also Güterbahnhof und so ein Zeug. Etwas, was ich nicht besonders viel benutzt habe in City Skylines 1, weil es zum Teil auch nicht so besonders gut funktioniert hat. Dafür gab es dann DLCs, die hatte ich aber nicht. In City Skylines 2 werden wir natürlich alles holen, was geht. Aber ich bin gespannt, was gibt es denn für neue Features in City Skylines 2 Episode 3? Transport networks set the rhythm of life in your city. As they move people and cargo, they can create harmony and discord. This finely tuned orchestra of ships, vehicles, planes, and trains is yours to conduct. To create a thriving metropolis, maintain a steady beat to keep. Was mir auch schon auffällt, ist, dass die Hochhäuser mehr verschieden aussehen, wie im ersten Teil. Also, es gab ja für jede Größe nur so ein paar einzelne, aber was ist denn zum Beispiel das hier? Der ist so curved, das sieht aber nicht aus wie irgendeine Sehenswürdigkeit. Ich glaube, die sehen einfach nur so funky aus. Keep your city in motion. You build a city from scratch in City Skylines 2. No public transport, no tracks, no runways. Creating these and other transportation networks is a crucial first step. After that, improving and integrating them paves the way for expansion. When you establish your city, citizens can take the bus or a taxi to get where they're going. These are the first transport options you'll unlock. They're reliable. Also hier sieht man schon mal ziemlich die ähnlichen, wie es vorher auch schon gab, was okay ist, wenn die vernünftig ausgebaut werden. Also ich glaube, eins davon ist neu. Ich denke, das hier wird so eine U-Bahn sein. Ich meine, man konnte halt vorher Züge unterirdisch bauen. Oder gab es eine U-Bahn? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, weil die alle, sag ich mal, relativ ähnlich gebaut wurden. Doch, es gab eine U-Bahn. Dann ist Straßenbahn neu? Ich bin mir nicht sicher. Aber wenn halt die, ich sag mal, einzelnen Transportmöglichkeiten neue Features bringen, zum Beispiel, dass man ein Cargo-Flugzeug machen könnte, sodass Güter mit dem Flugzeug wegtransportiert werden, damit das mal etwas mehr Sinn hat und nicht einfach nur scheiße teuer ist und ungefähr nichts macht. Cheap and easy to route here, there, and everywhere. Traffic conditions are their Achilles heel. It's no big deal in a new metropolis, but it is for a growing city. That's when you'll level up your public transport. Think trains, trams, and subways. Each one has pros and cons. They're all expensive to build. Level up your public transport. Also gibt es dann auch so verschiedene Stufen? Ich meine, es gibt jetzt schon verschiedene Arten von Bussen so, aber dass man die wirklich so verbessern könnte, das wäre schon cool, dass man so richtig Progress macht in einer City. Complicated, requiring depots, tracks. Ich meine, werden wir eh nicht erreichen, weil ihr dann sagt, ja, flute mal alles mit Scheiße und dann ist sowieso wieder alles kaputt, aber in der Theorie ist es cool. And stops where passengers can buy tickets and get on and off. That means they can't offer the far-reaching service of a bus line or the door-to-door service of a taxi. On the other hand, they're more efficient, not least because they carry more people and cargo and reduce road congestion. Let's start with subways. They're fast, high capacity, and they take up very little room when they're. Das fand ich schon immer cool, dass die halt kaum Platz brauchen, aber das Problem ist, dass halt die KI nicht schlau genug war, um die auch mal vernünftig zu nehmen, sondern die sind halt dann einfach trotzdem 3 Meter mit dem Auto gefahren. Underground. If they operate above ground, you can run them on elevated tracks so they don't get tangled up with road traffic. Cool. Trams. They're more flexible than trains, so you can more easily add lines to service new and expanded neighborhoods. Boah, damit kann man doch bestimmt so viel Bullshit machen, weil die einfach auf der normalen Straße fahren. Du kannst da bestimmt so viel einfach den normalen Traffic Flow kaputt machen. Ich werde da so viel Scheiße damit machen, sehe ich jetzt schon. Build tram tracks on existing roads, or run them on dedicated tracks if that's the best way to keep the hustle and bustle dialed up. Trains carry loads of people too, and not just suburbanites. They can bring visitors from outside your city in large numbers. Trains play another critical role as cargo transport. Build a cargo train terminal, and you. Das heißt, die ganzen Touristen kommen alle über den Zug, dann stelle ich ein paar Parkplätze direkt neben den Hauptbahnhof und dann sind alle happy. Guck mal, da muss ich mich gar nicht drum kümmern, wo die hingehen, weil die haben dann alles vor der Haustür, was sie wollen. Build a hub where businesses can receive, ship, and store incoming and outgoing goods. Water transportation is another option for passenger travel and moving cargo. Das Ding ist, es gab ja schon Schiffe und Flugzeuge, die haben sich halt wirklich so wenig gelohnt, wenn man nicht die vernünftigen Expansions dafür hatte, um das richtig umzusetzen, waren die halt einfach so teuer.
capacity network, the water transport's real potential lies in imports and exports. You see, cargo ships might be slower than trains, but these bad boys can carry 1,000 tons of stuff to and from your city. Yeah, Klingt that's cool. right. You can trade with other cities. So you'll need somewhere to house all the goods and resources coming and going. Easy. Like cargo train terminals, cargo harbors double as cargo storage facilities. Like all of the other networks, air transportation has drawbacks. Planes carry fewer passengers and less cargo than ships and trains. Airports are also astronomically expensive. Ja moin, also für was sind die denn jetzt überhaupt noch gut? Das ist ja wie im ersten They have Teil. the footprint of a small town. However, air transport has a pretty irresistible advantage: speed. Plus, planes won't add to road congestion. They don't follow a rigid track, and they make outside connections incredibly easy. The transport mix in your city will be Ich meine, gut, die sind dann schneller, aber wenn so ein Schiff trotzdem extrem viel mehr transportieren kann und ich sag mal, die haben ja den gleichen Einfluss auf die Straßen, auf den Straßenverkehr, weil ob jetzt die Autos alle zum Frachthafen fahren müssen oder zum Flughafen, macht jetzt nicht viel Unterschied. become complex and Und ich glaube nicht, dass wir es schaffen, dass das Meer am Ende zu hohen Verkehr hat. Ich meine, das wäre schon funny, das mal auszuprobieren. So, können wir einen Stau auf dem Meer verursachen? Erinnert mich da mal dran, das machen wir. intricate. Use the Transportation Overview to review passenger and cargo transportation networks separately. Filter again by transport type to see high-level details about individual lines and toggle them on or off. Ja gut, das gibt's so Use ungefähr the jetzt schon. Transportation Info View to understand the impact of your networks. Plan and manage transportation networks carefully to find the right tempo for the movement of people and cargo. Conduct it perfectly, and every citizen, trader, and tourist will march your city toward greatness. Klingt cool. Es sind jetzt nicht so viele Unterschiede zum ersten Teil, aber ich sag mal, wenn es einfach nur besser funktioniert, bin ja ich schon happy und ich denke mal, dass mehr Public Transportation trotzdem noch über die DLCs dann kommen wird, so wie es ja im ersten Teil auch ist. Da gibt es ja dann auch noch Heißluftballons und lauter so Zeug, was die Leute theoretisch nehmen können. So. Die nächste Folge ist Zones and Signature Buildings. Es gibt ja jetzt im ersten Teil nur 3 Zonen. Ich bin gespannt, ob es vielleicht ganz neue gibt. Beziehungsweise an sich gibt es 4. Es gibt auch noch Bürogebäude. Das ist aber so ähnlich wie Construction Buildings. Weil die haben den ähnlichen Sinn, nur müssen da eben gebildete Every Leute hin. decision you make weaves a thread into the fabric of your city. But don't for a second imagine a smooth, seamless surface. Cities don't work like that. Instead, it's an urban patchwork marked by the realities of life and living. You'll create and stitch it together with zoning. Zoning lets you decide where people live and work. You create these residential, commercial, and industrial zones with zoning tools. They work in a couple of different Wait, was war das? Also ich wollte gerade sagen, es sind die gleichen wie vorher, aber was ist das denn hier? Also es gab vorher klein und groß, jetzt gibt es scheinbar 6 verschiedene Stufen. Und was ist das hier? Also wer wohnt denn hier im Atombunker? Das hier sieht auch wild aus, so Doppelhaushälften. Da bin ich mal gespannt, work in a was das couple of alles different wird. ways. Click and drag over cells on the map to zone large rectangular areas. Zone all adjacent cells with one click. Or get granular, zoning a neighborhood cell by cell. When you establish a city, Sieht aus wie you bis choose jetzt, a map. okay. The map's theme dictates if your city's buildings will have a North American or European architectural style. Ah, You can now use zoning tools to mix it up. Go on, sprinkle a little North American flair into your European city, or vice versa. Okay, you know how zoning tools work. da hätte ich But what insgesamt mehr Bock drauf, dass man mehr so entscheiden kann, wie die einzelnen Häuser aussehen, dass die nicht alle entweder random sind oder alle gleich, wenn man, sag ich mal, immer das gleiche Format wählt. Das wäre schon cool, wenn man da ein bisschen mehr customizen könnte. Well, let's start with residential zones. The places and spaces where citizens relax with friends, raise families, and rest their heads night after night. There are now 6 residential zone types. NA Mixed Housing, ach, das ist einfach auch North America und Europe, deswegen sind das 6 Two verschiedene. will be Low Rent Housing, large apartment buildings with small affordable apartments. Lower rents provide lower tax income as a result. Ah, also man kann es auch sogar, ich sag mal, anpassen, wie viel Luxus man gerne hätte, so wie billig man es macht. Ist schon cool. Residential Signature Buildings. Also da kommen familiar. Features, die sind mir fast ein bisschen zu kompliziert.
density housing, detached houses for single families, and high density housing. Was denken die denn, wie kompliziert ich meine Stadt mache? Wir machen alles nur voll mit Durchfall und machen Scheißeflüsse. Das ist mein Ding. Tall towers packed with residents. New zoning types include medium density row housing and medium density apartment buildings. There's low rent housing now too. Huge apartment buildings with tiny apartments. Finally, there's mixed housing. Here, residents live in apartments above ground floor shops. Mixed housing adds next level realism because homes and shops rub elbows like most real world city centers. Mhm. Sieht cool aus, Ready to ja. talk business? Ist schon hübsch. You'll create dedicated commercial zones. Wir werden dann sowieso allen Leuten diese Häuser geben, was einfach nur so Mini-Bunker sind und möglichst beschissen ist für die Leute. where companies sell the Ich meine, ich kenne euch doch. Ich baue meine Städte ja nach euren Ideen. Also wir machen immer das Schlimmste, was geht. locally produced and imported goods people need and want. Your commercial zones are also where citizens and tourists eat out, catch the latest blockbuster, and dance until dawn. You'll establish industrial zones. Oh, was ist er denn für einer? Gebt euch mal den Kollegen. Dicker Schaufelbagger. Oh, da habe ich Bock With drauf. factories, Den workshops, stelle ich and neben die warehouses, Grundschule. where businesses can store goods ready for distribution or export. You'll also develop office zones. Here you'll find small, low-density buildings with only a few businesses in operation. You'll also get the glittering, high-density towers that define Okay, es gibt zwei verschiedene Arten von Office-Buildings. Finde ich auch cool. Da gab es nämlich vorher nur eine einzige. War ein bisschen wenig. your city silhouette in the sky. Growing your city and zoning go hand in hand. Here's an example. You zone residential areas that boost the population, and with it, the demand for jobs. You respond by creating an industrial zone with factories where people get to work. Now, these Oh, was ist das? Das sieht aus wie diese Bauernhofgebiete. Ich denke, das soll das sein. Aber bis jetzt war es ja so, du setzt quasi einen Bauernhof und dann macht er automatisch so ein kleines Feld daneben und dann passt das schon so oder der hat ein paar Tiere. Wenn man jetzt hier einfach so ein großes Feld, sag ich mal, anlegen kann und dann sind so die anliegenden Bauern dafür zuständig, das wäre cool. Damit könnte man richtig coole Skylines machen. Einfach so richtig hübsche, große Felder. Das wäre echt geil. Boah, ich hoffe, das kriegen die so umgesetzt. factories produce goods, but they Also won't es, stay in es business sieht ganz danach aus. Also das sind ja hier schlecht einzelne Unternehmen. long without somewhere to sell them. You solve that problem by expanding commercial zones. You see? Each zone helps create the momentum you need to realize the city of your dreams. Und dann stellen wir mitten auf dieses Feld diesen übelst dicken Schaufelbagger, den wir gesehen haben. Geil. And it wouldn't be the city of your dreams without signature buildings. These are unique residential, commercial, industrial, and office buildings that Ah, you das ist das, was wir vorhin gesehen haben. Dieses Curved Building. unlock as your city expands. Okay, dann ist das doch etwas Einzigartiges. Oh Mann, oh. They're free to build, and you can plop them anywhere. Plop. It's Aber die sind free to build. Das ist neu, dass man quasi so einfach bessere Häuser dann auch freischaltet. Und das ist dann einfach quasi wie normales Residential, Commercial Area, aber halt besser und die kriegt man dann so mit der Zeit. Aber die sind auch einzigartig, wie es aussieht. Also hier sieht man, der hat die schon gebaut und deswegen sind die jetzt weg. Aber das finde ich richtig cool. Dann kannst du doch mal sagen, so, ja, ich habe hier einen Bereich, den würde ich gerne noch ein bisschen produktiver gestalten. Dann kannst du dann noch so ein Building drauf klatschen. city skylines lingo. Go on, say it. Plop. Plopp. What's so special about signature buildings? Well, they function like any zoned building. A home for people, a warehouse for industry, an office for workers. But they can elevate the neighborhood in unique ways. In unique Signature ways, buildings okay. can also bring citywide benefits. Zone and place your signature buildings carefully, so each city district flourishes and plays its part in the Also dann hat success of wirklich jeder so einen eigenen Buff für die Umgebung. Das finde ich cool. Das hatten ja bis jetzt, sage ich mal, die Häuser auch schon so ähnlich, dass die halt eine Lärmbelastung außenrum hatten und dann noch im größeren Bereich, sage ich mal, einen positiven Effekt. Aber wenn die dann wirklich so einen spezifischen Effekt hatten, das hatten bis jetzt nur diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Das sind so 5 Gebäude, die schaltest du erst ganz am Ende frei, wenn du wirklich so die übelste Metropole hast. Die kannst du auch nur einmal setzen und die kosten total viel. Und dann ist das zum Beispiel das geilste Krankenhaus, was die Welt jemals gesehen hat. Und wenn das jetzt davon richtig viele gibt und die auch ein bisschen mehr zugänglich sind für die normalen Spieler, wäre schon ziemlich cool. Dann erreichen wir die vielleicht auch mal mit unseren Bullshit-Städten. the whole city. Life's rich tapestry has never been richer than in city skylines too. Boah, ich glaube, das wird so cool. Legit, wir können so viel Scheiße machen damit.
Ich werde versuchen, wirklich hier alles hops zu nehmen und alles so kaputt zu bauen, wie es nur möglich geht. Möglichst entgegengesetzt dem, was die Leute hier geplant haben. Ich bin hyped drauf. Wenn ihr die weiteren Folgen noch sehen wollt, da kommen noch einige. Es gibt noch viele Features, die wir noch gar nicht gesehen haben. Dann lasst gerne ein Abo da, dann bekommt ihr die nächsten Folgen auch mit. Und in dem Sinne verabschiede ich mich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!